Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir haben wieder einmal eine knapp 10.000 Kilometer lange spannende Motorradtour vor uns. Schon seit Monaten freuen wir uns darauf, sind gedanklich sehr oft auf unsere Mopeds gehüpft, was ungefähr so aussah. Nach unserem Nordafrika-Trip 2023 wollen wir Europa erneut mit unseren Motorrädern verlassen. Dieses Mal gen Osten, nach Randasien. Und offiziell soll unsere Reise nicht in unseren Wohnorten, sondern in unserer gemeinsamen tschechischen Lieblingsstadt starten. Also genau hier. In Český Krumlov. Immer wieder schön, auch wenn es jetzt nach Corona wieder diese Schnellreisetrupps aus Asien gibt. Kaum zu glauben, dass sich Bram Stoker von einer hier lebenden Gräfin wahrscheinlich zu seinem Dracula-Bestseller inspirieren ließ. Wir genießen den Halbtag als Sprungbrett in unsere dritte, richtig große gemeinsame Motorradreise. Genau heute starten wir offiziell unseren neuen Motodo-Trip nach Randasien. Doch schon nach 10 Minuten wissen wir, dass es nass werden wird. Aber natürlich geht es los Richtung Österreich. Zu was hat man wasserdichte Außenhäute? Wir wollen heute Strecke machen, scheuen auch nicht vor der allseits unbeliebten Autobahn zurück, da unser Zielland südöstlich liegt. Wir passieren Wien, wollen heute noch Budapest erreichen. Super, dass es jetzt die Eintages-Digitalmaut für 3,70 € pro Motorrad in Österreich gibt. Auch in Ungarn brauchen wir eine Mautplakette, allerdings für 8,50 € pro Woche. Andernfalls wird es teuer und Bußgelder werden ja jetzt europaweit eingetrieben. So, wir sind hier südlich von Budapest gelandet und das ist die kleine wackere Alina. Was macht sie zuerst? Sie geht nicht auf das Bidet, auch nicht auf die Toilette. Nein, sie schmiert ihre Kette. Da fällt mir gerade auf, wo ist eigentlich meine Motorradzulassung? Während ich hier suche, könnt ihr gern schon mal unseren Kanal abonnieren. Auch nach einer Stunde finde ich sie nicht. Wie es mir gerade geht, ungefähr so. Eine Woche lang Ausrüstung und Gepäck optimiert und dann das. Märte. Das gefährdet mit Sicherheit die Reise ins Zielgebiet, das außerhalb der EU liegt. Keine Chance, dort über die Grenze ohne Zulassung zu kommen. Doppelmärte. Was nun? Wir gehen erstmal ins Restaurant dieses abgelegenen großen Waldhotels. Ich habe eine Idee. Das ist hier mein Rettungsanker. Hops, 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 hops. Ich buche ein Hotel in Südbulgarien, wo wir in 2 bis 3 Tagen sein könnten und aktiviere die liebe Familie meines Kindes, das Paper Rescue Team. Wo kann die Zulassung nur sein? Ich hab sie gefunden, Mama. Wunderbar, jetzt nur noch für 65 € Flux nach Bulgarien schicken. Wir fahren am nächsten Morgen weiter nach Rumänien und ab Arad dann Landstraße bis nach Transsilvanien, wo wir in einer schicken Pension in der sonst recht trostlosen, aber vampirfreien Kleinstadt Brad übernachten. Eigentlich wollten wir eine Strecke durch Südosteuropa mit viel Wald, Kurven, Schluchten und Flüssen nehmen. Das hätte aber die Anfahrt auf Randasien stark verlängert. Zeit, die uns dann im Zielgebiet fehlt. Also dampfen wir das ein, bis auf die legendäre Hochgebirgsstraße in Rumänien, die Transalpina. Die muss einfach sein. Nach dem Frühstück noch einmal in Sebeș die Motodos auftanken und die restlichen Camps montieren. Sicherheitshalber den neuen Garmin Satelliten SOS-Tracker aktivieren. Es kann losgehen. Ah, ein Poser. Ist das ein Lamborghini? In Ostereierfarbe? Geht ja gar nicht. Aha, die Transalpina fängt tatsächlich hier schon an. Der klebe ich gleich mal ein. Die Fahrt geht erst einmal ca. 20 Kilometer durch Täler mit unendlich vielen Kurven, dichten Wäldern, teilweise entlang eines Flusses bis zu einem Staudamm.
Nö, war schön, oder? Ein bisschen langes Schwarzertal. Ich hab eher gedacht, Kyffhäuser in Lang. Kyffhäuser in Lang. Naja, dann müsste ja langsam mal die Transalpina kommen. Irgendwann müsste es ja mal bergauf gehen. Ja, schon klar, die ganze Zeit, aber guck mal, lauter Tant hier. Da drüben kannst du ein Foto machen mit Schafen, wenn du willst. Wir fahren nach dem Stausee wieder leicht bergab. Das war's doch jetzt nicht schon, oder? Die Transalpina sah auf Bildern aber krasser aus. Wir legen an einer T-Kreuzung einen kurzen Salat- und Kartenstopp ein. Und so wie es aussieht, kommt die eigentliche Hochgebirgsstraße doch noch. Erst gestern las ich, dass von der Transfagarasan-Passstraße ein paar von den dort häufig anzutreffenden und angefütterten Braunbären hier herüber zur Transalpina gewandert sind, da ihnen dort der Touristenrummel und die ewigen Selfie-Ansprüche ihres Essens auf Rädern zu viel wurden. Erst neulich schnappte sich ein Bär einen zutraulichen Biker und schleppte ihn in eine Schlucht. #LastSelfie. Abonniert den Kanal von ADV Addictees. Ich hab die zum Fressen gern. Egal, ob man die Transalpina oder die nicht weit entfernte Transfagarasan-Passstraße fährt, man sollte das wie wir nach Möglichkeit in der Woche und nicht am Wochenende tun, denn dann sollen sehr viele einheimische Biker und PKWs hier unterwegs sein. Heute ist Dienstag. Das passt. Am vermutlich höchsten Punkt der Passstraße gibt es den üblichen Butenzauber. Große Dieselgeneratoren sorgen für Strom. Trotzdem ein guter Spot für eine weitere Rast mit Blick auf eine raue und sehr schöne Berglandschaft. Ich betreibe ein wenig Luftaufklärung. Atemberaubend schön hier oben. Oberhalb einiger Kurven haben sich schon ein paar Geländecamper ein Panoramaplätzchen gesucht. Der Sonnenauf- und Untergang ist hier sicher sehr schön. Befahren darf man die Transalpina aber nur von 9 bis 20 Uhr und meist von Mitte Juni bis Mitte November. Je nach Wetter kann aber auch täglich während dieser Zeit eine Sperrung drohen. Die Abfahrt auf der anderen Seite des Passes führt uns in die kleine Walachei. In der Stadt Novici beschließen wir nach einem kurzen Päuschen noch weitere 100 Kilometer bis nach Craiova zu fahren. Dann haben wir morgen nicht so viel Strecke bis Veliko Tarnovo in Bulgarien, wo vielleicht meine gestern aus Deutschland nachgesandte Zulassung auf mich wartet. Im zweiten Anlauf finden wir in Craiova eine schöne Pension etwas außerhalb dieser Großstadt. Wir haben ein Dach über den Kopf, das ist gut so, denn draußen regnet es jetzt heftig. Von Craiova geht es am nächsten Morgen weiter gen Südosten nach Bulgarien. Der Weg führt uns vor allem über kleine Landstraßen mit wenig Verkehr, bis wir in Turnu Măgurele zu einer Fähre geschickt werden. Fähre? Es gibt hier also nicht alle paar Kilometer eine Brücke über diesen breiten Donaustrom?
Da hätten wir uns doch die Route auf der Karte mal genauer anschauen sollen. Für 5 Euro pro Motortour können wir übersetzen. Aber erst in 4 Stunden. Eine Brücke gibt es 100 Kilometer weiter östlich in Georgiou, sagt der Ticketverkäufer. Wir werfen keine Münze, sondern rechnen Fahrt-, Fähr- und Wartezeiten zusammen und entscheiden uns, noch etwas über Land zu fahren und von Georgiou nach Russe in Bulgarien einzureisen. Auf der Hälfte der Strecke in Simicja fällt uns ein Ferrybootschild am Straßenrand auf. Zweiter Versuch, vielleicht haben wir ja Glück. Nein, haben wir nicht. Die nächste Fähre fährt noch später. Dann eben weiter zur Brücke nach Giurgiu. Das Navi führt uns über kleine Straßen mit wenig Verkehr. Im Örtchen Videa hat man offenbar ein paar Container mit Fahrrad- und Fußgängerwegschildern erbeutet. Wirklich, alle paar Meter an jeder Einmündung steht so ein blaues Schild. Links und rechts. In Monks Aufnahme leider nicht mehr so deutlich sichtbar. Dann endlich Giurgiu mit der Brücke. Ob es Grenzkontrollen geben wird? Im 3. Versuch klappt die Donauüberquerung endlich. Wir rollen ohne weitere Kontrollen nach Bulgarien ein. Wir erreichen am späten Nachmittag Veliko Tarnovo und im Moment ist nur eines wichtig. Bekomme ich meine Motorradzulassung hier ausgehändigt? Wir finden das gebuchte Hotel auf Anhieb. Vor dem Hotel lässt der ältere Hotelboy uns auf der dicht befahrenen Straße als Verkehrshindernis stehen, obwohl er unsere Buchung sieht. Nach einigen Verhandlungen kommen wir doch noch in den Fahrstuhl, der unsere Motorräder unter Tage befördert. Etwas gruselig hier. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Yes, sie ist da. Wir können die EU verlassen. Ich bin maximal erleichtert. Wir haben einen wunderbaren Ausblick auf den Fluss Jantra und seine Schlucht. Und was ist das für ein Denkmal? Ich glaube, da möchte ich heute nach dem Abendessen noch hin. Ich lese gerade, dass Veliko Tarnovo die ehemalige Hauptstadt des Zweiten Bulgarischen Reiches war. Das 60.000 Einwohnerstädtchen klebt an mehreren Berghängen und scheint ein recht beliebter Touristenort zu sein. Veliko Tarnovo ist mit Sicherheit sehr sehenswert. Leider haben wir die Altstadt auf der anderen Seite des Bergkamms nicht erkundet. Tun wir beim nächsten Mal. Heute wollen wir das nächste Land ändern. Der Weg dahin ist frei, denn ich habe meine Zulassung. Boah, bin ich froh. Es gibt 3 Grenzübergangsstellen von Bulgarien in die Türkei. Wir entscheiden uns für den mittleren, der über Lesovo nach Hamza-Beyli führt. Der soll nicht so groß sein und wir hoffen auf wenig Andrang. Auf der rund 200 Kilometer langen Strecke herrscht schon ein bisschen Verkehr, aber nicht schlimm. Wir tanken unterwegs die Motortos noch einmal auf bulgarischer Seite voll, so kriege ich auch die letzten Lever los. Je näher wir der Grenze kommen, desto weniger Autos. Sogar Istanbul ist schon ausgeschildert. Wir erreichen den Grenzübergang. Ich las heute früh einige katastrophale Google-Rezensionen zum Grenzübergang. Da wurde die bulgarische Grenzerseite als extrem korrupt und schikanelastig mit stundenlangem Warten lassen von meist Nicht-EU-Bürgern beschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so abläuft. I am sorry, but your identification papers are not complete. You cannot cross the border here. You must go back. Nö, alles sehr korrekt und sehr schnell hier auf bulgarischer Seite. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Auf der türkischen Seite genauso. Der junge türkische Zollbeamte möchte nur kurz in unsere Topcase-Koffer schauen. Wir müssen nichts auspacken, auch nicht über losgehen bzw. in die Röntgenhalle fahren. Sehr schön. Wir sind also in Türkei, dem 6. Land dieser Reise. Oder, wie wir Nichtkenner der Landessprache sagen würden, Türkiye'deyiz. Çok mutluyuz. Travelmonk hat vorab ausführlich zum Thema Maut in den verschiedenen Ländern recherchiert. Die türkische Maut-App von HGS funktioniert jedenfalls nicht und ist auch nur auf Türkisch. Das Mautsystem funktioniert hier per Prepaid und elektronisch, also erst registrieren lassen, aufladen und dann die Autobahn benutzen und gegebenenfalls mittels Aufladung nachzahlen. Die Registrierung soll bei der türkischen Post PTT
oder einigen Shell-Tankstellen gehen. Unsere ersten 2 Versuche auf dem Weg Richtung Istanbul scheitern jedoch. Wir brauchen die Maut aber leider, da wir auf einer der beiden großen Brücken über den Bosporus nach Randasien fahren wollen. Gelegentlich auch, um einfach Strecke zu machen, obwohl wir natürlich Landstraßen bevorzugen. Wir fahren weiter nach Edirne, der westlichsten Großstadt in der Türkei, mit ca. 170.000 Einwohnern. Sie war sogar zeitweise die Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Die große Selimiye-Moschee ist nicht zu übersehen, aber erst einmal eine Blei besuchen. Vom letzten Türkei-Besuch habe ich noch türkische Lira übrig. Damit können wir in einem Imbiss am Straßenrand einkehren und beratschlagen. Monks Handy ist eSIM-fähig. Er kann uns etwas buchen und wird auch schnell fündig. Das Selimiye Palace mit Frühstück, zentral gelegen mit Parkplatz für günstige 40 €. Na dann mal hin. Nach 3 Anfahrtsversuchen stehen wir dann auch vor dem kleinen, einfachen Familienhotel. Wir bekommen ein kleines Apartment mit 2 Zimmern und Küchenzeile. Die Motorräder stehen zwar auf Privatgrundstück, aber doch gut einsehbar von der Straße und nicht umzäunt. Das geht gerade so für den Monk. Die Unterkunft befindet sich in einem Wohnviertel, sehr authentisch und nett. So sind auch die Leute, denen wir begegnen. Uns fällt auf, dass hier sehr wenige Frauen Kopftuch tragen. Beeindruckend ist die große Selimiye-Moschee. Sie soll die schönste in der Türkei sein und gilt als Höhepunkt der osmanischen Architektur. Ein fürstlicher Tipp von mir. Abonniert ADV Addictees. Denen gehört mein Wohlwollen. Wir kommen gerade leider nicht rein, was aber zumindest in Istanbul auch während des Gebets kein Problem war. In der netten Fußgängerzone, völlig touristenfrei, lassen wir uns an einem Kebab-Stand nieder. Das erste türkische Abendessen. Einfach, aber lecker. Wir kommen dann doch noch in eine andere Moschee rein. Der Zugang für Nichtgläubige erscheint mir hier in der Türkei immer recht unkompliziert. In einem Geschäft lerne ich die ersten türkischen Wörter İyi günler, guten Tag, und Teşekkürler, danke, von einer jungen Frau mit sehr guten Deutschkenntnissen. Sehr schön, der erste Abend im Zielland. Nach dem Frühstück macht sich die Reisetante zu Fuß nochmal zur Post auf, um das HGS-Mautding für unsere Motorräder zu klären. Leider geht das nur mit ihrem Motorrad, ich muss persönlich vorbeikommen. Ich verfahre mich in diversen Fußgängerzonen. Wo zum Teufel ist diese Post nochmal? Plötzlich taucht eine Menge Militär und Polizei auf, die mir höflich sagen, dass ich die Fußgängerzone doch verlassen soll. Hier scheint ein Veteranengedenken veranstaltet zu werden. Ich finde die Post und bekomme meine HGS-Karte. Yeah! Und das war der erste Teil unserer Reise. Im zweiten Teil, demnächst auf diesem Kanal, fahren wir nach Randasien rüber, in den asiatischen Teil der Türkei. Du, so ein Video macht eine Menge Arbeit und wenn du bis hierher gekommen bist, dann hat es dir vielleicht gefallen. Wir werben ja für nichts, nur hierfür. Schreibt uns bitte einen Kommentar, schenkt uns ein Like und abonniert diesen Kanal. Wenn das für euch okay geht. Es kostet ja nichts, bringt uns aber weiter. Danke und tschö mit Ö. I'll be back.